In diesem Video schauen wir uns einmal diesen Indikator hier an. Es handelt sich um einen Oszillator, es ist der Commodity Channel Index und wir möchten uns einmal ansehen, wie man für diesen Indikator, für den MetaTrader 5 in MQL5, einen Expert Advisor programmieren kann, der in der Lage ist, nicht nur die Signale auf dem Chart auszugeben, sondern auch selbstständig Positionen zu eröffnen und zu schließen. Um das zu tun, klicken Sie bitte auf den kleinen Button hier oben links oder drücken Sie die F4-Taste im MetaTrader. Das öffnet dann hier das Meta-Editor-Fenster und hier klicken wir auf Datei, Neu, Expert Advisor aus Vorlage, Weiter. Ich vergebe hier mal den Namen Simpler ICCI Standalone EA, klicke auf Weiter, Weiter und Fertigstellen. Jetzt kann alles oberhalb der OnTick-Funktion gelöscht werden. Auch die 2 Kommentarzeilen werden entfernt. Wir starten hier oben damit, dass wir die Datei trade.mqh importieren. Das geht mit dem Include-Befehl. Diese Datei gehört zum Umfang von MQL5 dazu. Diese Datei ermöglicht uns eine Instanz von der Klasse ctrade zu bilden. Die bekommt den Namen Trade und wir werden sie später verwenden, um Positionen zu eröffnen. Vorher müssen wir ein paar Dinge berechnen. Zunächst brauchen wir den Ask und den Bitpreis. Die liefert uns die Funktion SymbolInfoDouble für das aktuelle Währungspaar auf dem Chart. Mit Symbol-Ask kriegen wir den Ask-Preis und Symbol-Bit wird uns den Bitpreis liefern. Wir formatieren das Ganze mit Normalized Double und _Digits, denn manche Währungspaare haben 3 Nachkommastellen, während andere 5 Nachkommastellen haben. Und diese Funktion stellt sicher, dass die richtige Anzahl von Nachkommastellen berechnet wird. Jetzt, wo wir die 2 Preise haben, erstellen wir uns ein Preisarray. Das machen wir mit der Funktion MQLRates und nennen es Preisinfo. Dieses Array wird die Preise für die Kerzen auf dem Chart aufnehmen. Zunächst sortieren wir es mit ArraySetAsSeries von der aktuellen Kerze an abwärts. Danach nutzen wir CopyRates, um es mit Preisdaten zu füllen, und zwar für das aktuelle Symbol, also Währungspaar auf dem Chart, die auf dem Chart ausgewählte Zeiteinheit. Wir starten von der aktuellen Kerze 0 und kopieren uns die Preisdaten für 3 Kerzen in unser Preisinfo-Array. Außerdem brauchen wir eine String-Variable für unser Signal, die nennen wir auch Signal. Den Wert ermitteln wir später, zunächst weisen wir hier noch keinen Wert zu. Jetzt brauchen wir noch ein Array. Das bekommt den Namen MyPriceArray und das wird diesmal die Daten für unseren Expert Advisor aufnehmen. Wir definieren jetzt den Commodity Channel Index Expert Advisor, indem wir die Funktion ICCI benutzen. Die wird mit MQL5 mitgeliefert. Und als Parameter nutzen wir das aktuelle Währungspaar, die auf dem Chart ausgewählte Zeiteinheit. Und wenn Sie sich fragen, was diese 14 hier bedeutet, dann klicken Sie doch einmal auf Einfügen, Indikatoren, Oszillatoren, Commodity Channel Index. Dann werden Sie sehen, dass hier die Periode auf 14 eingestellt ist. Das sind 14 Kerzen und genau das, was wir hier verwenden. Als letzten Parameter übergeben wir Preis_Close, damit die Ergebnisse anhand der Schlusskurse berechnet werden. Auch dieses Array wird mit ArraySetAsSeries wieder von der aktuellen Kerze an abwärts sortiert. Und diesmal nutzen wir CopyBuffer, um anhand der von uns getroffenen Definition, die wir hier oben erstellt haben, für Buffer 0, also das erste Puffer, im Klartext diese blaue Linie hier, von der aktuellen Kerze 0 für 3 Kerzen die Preisdaten in unser Preisarray zu kopieren. Und jetzt erhalten wir den aktuellen ICCI-Wert für die Kerze, die gerade auf dem Chart ausgebildet wird, indem wir einfach auf Kerze 0 in unserem Preisarray zugreifen. Wenn dieser Wert über der oberen Linie ist, dann möchten wir verkaufen. Wir prüfen also, ob der ICCI-Wert größer ist als 100. Das wäre der Fall, wenn diese blaue Linie hier oberhalb der gestrichelten 100er Linie ist. In dem Fall geben wir hier das Signal Verkaufen aus und weisen auch das Wort Verkaufen unserer Signalvariable zu. Ist der Wert aber unter der unteren Linie, dann möchten wir gerne kaufen.
Wir prüfen also, ob unser ICCI-Wert kleiner ist als minus 100. Das wäre zum Beispiel hier der Fall. Die blaue Linie liegt deutlich unter der minus 100 Linie. In dem Fall steht hier oben Kaufen und wir weisen den Wert Kaufen auch unserer Signalvariable zu. Fehlt noch die Positionseröffnung, wenn unser Signal den Wert Verkaufen hat und Positions Total kleiner ist als 1, das bedeutet vom Prinzip, wir haben keine geöffnete Position, dann möchten wir gerne verkaufen und nutzen Trade.Sell, um 10 Microlot zu verkaufen. Im anderen Fall, wir kaufen 10 Microlot, wenn unser Signal den Wert Kaufen hat und wir ebenfalls keine geöffneten Positionen haben. In dem Fall nutzen wir Trade.Buy, um 10 Microlot zu kaufen. Zum Schluss erstellen wir noch eine Chart-Ausgabe. Das macht die Command-Funktion. Die gibt uns auf dem Chart den Text das aktuelle Signal ist, gefolgt von dem durch uns ermittelten Signal aus. Bitte vergessen Sie nicht die schließende Klammer hier unten. Und wenn Sie soweit sind, können Sie hier oben auf Kompilieren klicken oder die F7-Taste drücken. Das hat hier ohne Fehler funktioniert und darum klicken wir hier oben oder drücken F4, um in den MetaTrader zurückzukehren. Und im MetaTrader klicken wir auf Ansicht, Strategietester oder drücken die Tastenkombination STRG und R, wählen hier als Datei Simpler ICCI Standalone EA aus, markieren die Option für die Visualisierung und starten unseren Test. Und da läuft unser Expert Advisor auch schon los, er hat hier eine erste Position eröffnet. Und Sie haben in diesem kurzen Video gelernt, wie Sie für den Commodity Channel Index einen eigenständig lauffähigen Expert Advisor für den MetaTrader 5 erstellen können, der auch in der Lage ist, selbstständig Positionen zu eröffnen. Und Sie haben das selbst programmiert mit diesen paar Zeilen hier in MQL5.